Warnung an alle IOTA-Hodler. Aktuell scheint das Trinity Wallet irgendwelche Sicherheitsprobleme zu haben und ist derzeit als unsicher eingestuft, deshalb auf gar keinen Fall öffnen. Außerdem gucken wir uns mal an, inwieweit der DAX bald auf die Blockchain kommt, was Google mit Hedera Hashgraph vorhat, denn das war wohl die größte Meldung der Woche bislang. Kursexplosion bei Hedera Hashgraph, nachdem Google eine Partnerschaft bekannt gibt. Dann Nordkorea steht mal wieder in den Schlagzeilen, so ein bisschen Politik. Angeblich soll Nordkorea großes Interesse daran haben, Monero zu meinen und dann eben für Waffenprogramme einzusetzen. Auch das werden wir uns anschauen. Und zu guter Letzt natürlich für euch einmal kurz meine Einschätzung. Wie könnte es weitergehen mit dem Bitcoin? Steht vielleicht ein nächster Rücksetzer bevor, wie es einige Trader sehen oder eventuell auch nicht? Gucken wir uns gleich mal genau an. Seid also gespannt und wir fangen jetzt am besten direkt einmal an mit der IOTA-Warnung. Und zwar machen wir es heute mal kurz und knackig. Ihr habt euch den NewsFlash gewünscht, also werde ich heute dementsprechend liefern. Ja, ist schon ein Tag alt im Prinzip diese Nachricht. Dennoch gibt es aktuell scheinbar nichts Neues, Großes. Was ist passiert? Das Trinity Wallet, also das größte Wallet von IOTA, die meisten von euch haben es wahrscheinlich auf dem Computer installiert, auf dem Desktop, scheint momentan nicht sicher zu sein. Einige Accounts haben, nachdem sie sich eben eingeloggt haben oder das Wallet geöffnet haben, plötzlich festgestellt, dass Transaktionen durchgeführt wurden und so wurden hier in diesem Beispiel mal zwei größere Fälle, einmal $213.000 wert und einmal $228.000 wert in IOTA, wurden dementsprechend dann ausgelöst bzw. weggeschickt vom Wallet, ohne dass das der Inhaber des Wallets wollte. Und dementsprechend sind momentan natürlich alle sehr, sehr beunruhigt, haben Angst, dass ihnen das Gleiche passieren kann. Ich würde es nicht ausprobieren, deshalb tut euch oder mir den Gefallen, öffnet aktuell nicht das Wallet, bis es Entwarnung gibt. Und IOTA muss man allerdings dazu sagen, das ist jetzt ein krasser Stresstest für das ganze Projekt. Man muss ganz klar sagen, die IOTA Foundation hält ihre User hier wirklich im Minutentakt up to date. Also finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wie sie sich einsetzen. Natürlich ist es richtig scheiße, wenn was schief geht wie das. Es ist auch noch nicht ganz raus, ob es ein technischer Fehler ist oder ob es eventuell ein Angriff war. Nichtsdestotrotz sind sie ständig dabei, Updates zu liefern, allerdings sehr überschaubar. Es gibt also nicht so ganz große Transparenz, ist aber auch logisch, falls die Angreifer eben ebenfalls lesen, sollte man ihnen keine Tipps geben, was man gerade macht. Sie arbeiten aber gerade mit dem Gesetz und gleichzeitig auch mit Cybersicherheitsexperten und ermitteln eben danach, ob es eine koordinierte Attacke war oder nicht. Und was könnt ihr machen? In allererster Linie nicht viel, außer im Twitter-Chat aktiv dabei bleiben, euch mal bei IOTA anschauen, was es für News gibt. Alternativ würde ich euch natürlich empfehlen, das Wallet nicht zu öffnen und vielleicht einfach mal heute und morgen vielleicht noch alles gut sein lassen. Kommt in den Crypto-Talk, ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald es Entwarnung gibt, poste ich die für euch. Außerdem, wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen tiefer in das Thema wollt, vielleicht auch ein bisschen Englisch sprecht, ansonsten könnt ihr es natürlich auch übersetzen, gibt es hier im Reddit-Verlauf, also bei Reddit, ein Forum, wo es wirklich noch mehr Traffic gibt als sonst. Schaut euch da sehr, sehr gerne mal an. Die aktuelle Situation an IOTA hat einiges gepostet, Links gepostet und so weiter. Also, insofern werdet ihr hier auf jeden Fall etwas mehr Infos bekommen, aber das ist erstmal die wichtigste Info des heutigen Tages. Ja, und damit soll es auch gut sein. So, der DAX kommt auf die Blockchain. Das Bankhaus Scheich bringt gemeinsam mit Blockchain-Unternehmen erstmals eine DAX-Aktie auf die Blockchain. Ob Immobilien oder Turnschuh, hier sind die Parallelen zu der letzten Immobilie, ich glaube, es war in der Schweiz. Und die Turnschuhe von Nike, ja, so ist es jetzt auch so, dass eben scheinbar die Blockchain jetzt den DAX als nächstes großes Ding plant. Und es gibt eine Pressemitteilung von diesem Bankhaus Scheich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von denen noch nicht allzu viel gehört. Trotzdem schön, dass es immer mal wieder neue, mutige gibt da draußen, die eben auch mal sowas probieren. Fakt ist, sie haben mit dem Blockchain-Unternehmen Cashlink und Finoa jüngst ein Zertifikat-ähnliches digitales Papier auf Blockchain abgebildet. Den Basiswert bezieht der Token aus einer deutschen DAX-Aktie. So ein Pilotprojekt, das im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte Marktteilnehmer herausgegeben worden sei. Für die Verwahrung sei indes die Finoa GmbH zuständig. Als Basiswert des digitalen Wertpapiers habe man ein Aktienpaket des DAX gewählt, wobei jede darin enthaltene Aktie mittels einer bestimmten Anzahl von Token abgebildet worden sei. Also es funktioniert so, dass eben jedes Unternehmen gewisse viele Token bekommt und dadurch eben ein Wert dargestellt wird und so wollen sie es halt abbilden. Ich denke mal, das hier ist wirklich nur ein Pilotprojekt. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich nur der ein oder andere große Player am Markt das noch ein bisschen geschickter lösen, aber ihr merkt, es geht immer mehr in Richtung Blockchain und von daher sehr, sehr coole Nummer. Ich freue mich über solche Neuigkeiten
Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Würdet ihr vielleicht wieder auf das Thema Aktien kommen, wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe, auf Blockchain-Ebene Aktien zu handeln? Oder sagt ihr, Krypto ist so Wild West, das ist eine ganz andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich bleibe lieber von vornherein 100% in Krypto. Würde mich mal interessieren. So, ansonsten, Hedera Hashgraph, Kursexplosion, macht Google HBA oder HBAR, so ist die Abkürzung von Hedera Hashgraph, zum Bitcoin-Killer. Meine Güte, ist das ein Zungenbrecher. Also, ich sage jetzt einfach nur mal Haber. Haber wurde in seiner Ankündigung als der Blockchain- und Bitcoin-Killer beworben. Das war damals der Fall. Nachdem sie über 100 Millionen US-Dollar eingenommen hatten durch Private Sales, wurde es sehr ruhig um das Projekt, wie bei nahezu allen Altcoin-Projekten, und plötzlich aus dem Nichts eine fette Partnerschaft mit Google. Der offizielle Titel von Google dazu lautet wie folgt: Working with Hedera Hashgraph to support the next generation of distributed ledger technology. Google arbeitet also mit Hedera Hashgraph zusammen, um die nächste Generation der Distributed Ledger Technologie zu unterstützen. Im Detail heißt es aktuell, dass Google einen Platz in dem Hedera Governance Council einnehmen wird, also quasi so eine Art Aufsichtsrat, denke ich mal. Und unter den 39 Teilnehmern befinden sich bereits Schwergewichte wie Boeing, Deutsche Telekom, IBM und so weiter. Also, ich will hier kein FOMO auslösen, aber scheinbar ist Hedera sehr interessant für diese großen Unternehmen. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob langfristig eine so doch trotzdem irgendwo zentral geführte Geschichte wirklich zu dezentralen Gedanken wie die Blockchain eigentlich aufgebaut wurde, noch irgendwie dazu passt. Am Ende ist es im Endeffekt nichts anderes, meiner Meinung nach, und korrigiert mich da gerne, wie es der aktuell bei Libra der Fall ist, ob nun Facebook da im Hintergrund steht und die Fäden zieht, oder ob es in diesem Fall eben Google ist, oder Boeing, oder die Telekom, oder IBM. Unterm Strich möchte ich eigentlich ungern, dass solche Großunternehmen, Konzerne irgendein Projekt leiten, lenken, und ihr könnt euch ja vorstellen, welche Interessen am meisten vertreten werden. Also man muss sowas immer mit zwei Augen sehen, mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Auf der einen Seite sehr schön, dass der Altcoin hier richtig schön performt. Auf der anderen Seite natürlich irgendwo auch ein bisschen bedenklich, denn man weiß eben nicht, was die Pläne dahinter sind. Aber ich drücke dem Projekt alle Daumen, die ich habe, und insofern lasst uns mal direkt weitermachen mit kurzer Politik. Eigentlich nicht so mein Lieblingsthema, mit euch politisch zu werden, aber wir gehen mal kurz darauf ein. Man muss dazu sagen, ich finde diesen Artikel, das vielleicht immer gleich mal vorab, extrem, ja, sagen wir mal so ein bisschen overhyped, denn hier oben steht was zum Waffenprogramm. Wenn ihr euch den Artikel durchlest, werdet ihr sehen, es steht überhaupt nichts zum Thema Waffen. Es gibt keine Beweise, keine Belege. Ich finde das ein bisschen sehr einseitig berichtet. Aber gut, vielleicht hat auch BTC Echo keine anderen News bisher in die Hand bekommen. Fakt ist, Nordkorea hat wohl in den letzten oder im Vergleich zu den letzten Jahren 10-mal mehr Monero gemeint. Monero, für die, die es nicht wissen, das ist ein Privacy-Coin, also ein Coin, mit dem man anonym Transaktionen durchführen kann, der eben besonders darauf spezialisiert ist. Und kurzum, ja, es wird jetzt halt unterstellt, dass sie Monero nutzen, um eben Waffenprogramme zu finanzieren und. Das alles hat keiner Beweise, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, das sind einfach meiner Meinung nach jetzt nur Unterstellungen, die mögen durchaus richtig sein, die mögen aber auch absoluter Humbug sein, insofern will ich da gar nicht so viel reininterpretieren, aber es wird eben auch davon gesprochen, dass man vermutet, auch hier wieder nur eine Vermutung, dass die Hackerorganisation Lazarus, die eben schon viele Kryptohandelsplattformen gehackt hat, gerade in den Jahren 2018, und da über 570 Millionen US-Dollar entwendet haben, dass die wohl angeblich aus Nordkorea kommen sollen. Ich glaube schon, dass Nordkorea nicht ganz ohne ist. Ich glaube auch, die sind nicht so primitiv, wie alle immer denken, vor allem was den Kopf betrifft. Ja, das sind sehr schlaue Denker dabei und eben auch ein Regime, das relativ viel durchsetzen kann, ohne dass da irgendwas gemacht werden kann. Also wenn die der Meinung sind, die wollen jetzt die super Cyberarmee ausbilden, dann werden die das sicherlich schaffen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das jetzt so krass mit irgendwelchen Waffen oder was auch immer in Verbindung gebracht werden sollte. Denn am Ende heißt es nur wieder, ja, Kryptowährungen werden benutzt, um illegale Sachen zu tun. Und dem ist, glaube ich, nicht so. Schön, dass die Monero meinen, gut für den Coin, aber am Ende könnte es auch genauso gut jeder andere Coin sein. Also ich glaube, das hier ist nicht so bedeutsam, dass wir uns jetzt alle Angst oder fürchten müssen, sondern ich glaube, da ist wieder viel Gerede. Und ja, die mögen Monero meinen, aber könnten auch genauso gut Dash meinen, Verge meinen oder was auch immer es noch für alternative Privacy-Coins gibt. Okay, das dazu. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr anderer Meinung seid. Ansonsten sind wir mit den größten News der Woche durch. Es gab noch viel Schnickschnack. Wir könnten zum Beispiel nochmal über Ethereum reden. Die haben jetzt über ihr DeFi 2.0 gesprochen. Allerdings halte ich das für ein bisschen sehr viel für heute. Wir können gerne nochmal ein gesondertes Video machen oder einen Wochenreport darüber reden. Heute wollte ich mit euch die zweite Hälfte des Videos damit verbringen, wie es weitergehen könnte. Einfach mal eine kleine Prognose wagen. Insofern gucken wir uns mal an,
was es für Possibilities gibt, also Möglichkeiten gibt. Das erste ist, es könnte ein Rücksetzer bevorstehen und das ist auch das Szenario, was zum Beispiel auch jemand, der mich sehr, sehr folge, Sheriff, könnt ihr euch gerne mal hier den Hashtag raussuchen und bei Telegram in seine Gruppe beitreten. Könnt ihr nichts schreiben, könnt ihr nur lesen. Sehr, sehr beeindruckend, wie häufig er richtig liegt und neben Philp, den ich ja im letzten Video euch nahegebracht habe, ist er so meine zweite Adresse, wenn es darum geht, vor allem auch kurzfristig Trends zu erkennen. Kurioserweise glaube ich häufig nicht daran, was er sagt und trade dagegen oder bleibe bei meiner Position und muss leider hinterher feststellen, dass er sehr häufig recht behält. So zumindest auch jetzt der letzte Ausbruch. Ich persönlich habe nicht dran geglaubt. Er hat es angekündigt, es kam so. Und nun wieder erwarten, schreibt er oder sagt er, Bitcoin steht kurz vor einer kleinen Korrektur. Er glaubt zwar, wir sind weiterhin an einem Bullenmarkt, allerdings sieht es aktuell so aus, als würde Bitcoin, nachdem er jetzt hier oben, in diesem Fall wäre das ungefähr die 10.700 $ Marke, nachdem er sie testet, dass es eben ein Rebound gibt und das macht auch durchaus Sinn, wenn wir uns mal das Bild anschauen, würde es auf jeden Fall plausibel sein. Das heißt, wir würden uns wieder in Richtung 8.500 $ bewegen. Ja, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir das Schlimmste des Bärenmarkts hinter uns haben, dass wir aktuell in einer sehr, sehr guten Position sind und ich glaube, wenn ihr euch das mal auf Chartebene anguckt aktuell, wir haben jetzt mal hier den 4-Stunden-Chart geöffnet, habe ich euch mal neben dem Fibonacci Retracement den aktuellen Trend eingezeichnet, den ich hier mal so gefunden habe. Und ihr seht schon, diese untere Linie ist halt eine sehr, sehr wichtige Unterstützungszone. Die liegt ungefähr bei 10.000, 10.050 $, irgendwo so um den Dreh. Und die gilt es zu halten. Solange wir diesen Trend hier weiterhin folgen, ist der Abverkauf von heute Morgen einfach nur eine typische Korrektur gewesen. Sollten wir unter die 9.850 $ fallen, vielleicht sogar unter die 9.700 $, glaube ich, behält Sheriff definitiv recht und wir sehen eine ordentliche Korrektur. Und diese Korrektur würde wieder in diese Richtung gehen, 8.500. Das heißt, wir würden hier das Fibonacci Retracement an der 0.618, einer der Lieblingspositionen von Bitcoin, berühren und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir droppen, dass wir hier an dieser Position eventuell wieder den Bounce bekommen und weiter Auftrieb. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, die letzten Tage waren wieder richtig geil. In den Chatgruppen ist wieder viel mehr Action. Ich merke auch, dass immer mehr positiver Spirit rüber schwappt. Die ganzen negativen Artikel werden immer weniger. Freut mich mega. Auf der anderen Seite, lasst uns den Tag nicht vor dem Abend loben. Lasst uns mal abwarten, wie sich Bitcoin weiterentwickelt. Momentan läuft das Jahr hervorragend. Ja, das Halving steht in den Startlöchern und ich bin tierisch gespannt. Ja, lasst uns einfach gemeinsam dranbleiben. Ich wünsche euch jetzt einen richtig, richtig geilen Abend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch was habt, was euch bewegt. Und ansonsten, bis bald. Ciao!